Herzlich willkommen zurück auf dem Feldpostkanal. Heute mal was ganz Besonderes. Wo ist Philipp? Hinter der Kamera ist er. Ja, wir haben heute mal eine sehr spezielle Uniform, nämlich so um 1900, den bunten Rock, aber keinen preußischen, wie wir sonst immer alles haben, sondern mal was aus Hessen. Und ja, ich übergebe kurz das Wort. Kannst dich gerne vorstellen. Woher kommst du? Und ja, so, ich bin in Virginia geboren und aufgewachsen, aber 3/4 meiner Vorfahren stammen aus Deutschland und deswegen habe ich Interesse an meine eigene Geschichte. Und ich hätte nicht gewusst, dass eine hessische Uniform so exotisch war. Aber es gibt viele Sachen, die auf den ersten Blick nicht anders anschauen, aber sind wirklich anders als zum Beispiel die normal preußische Uniform. Und du kommst auf die Hessen besonders, weil die auch eine Geschichte mit Amerika haben damals? Oder? Ja, deswegen sind sie bei uns berühmt, ja, wegen unserer Unabhängigkeitskrieg. Ja. Und tatsächlich, der Angehörige von diesem Regiment haben in Amerika gedient oder gekämpft, ja, während des Bürgerkrieges. Ja. Das Regiment heißt Infanterieregiment Prinz Karl, 4. Großherzog Hessisches. Das war der hessische Name. Ab 1871 dann wurden sie in die preußische Armee integriert und dann haben sie alle preußische Nummern bekommen. Deswegen steht 118 auf der Schulterklappen. So, das ist die preußische Nummer. Innerhalb Hessen, tatsächlich ist Hesse-Darmstadt. Es gibt 3 Regierungsbezirke in Hessen, oder gab 3 Regierungsbezirke in Hessen und eine ist Hesse-Darmstadt. Und dieses Regiment ist in Hesse-Darmstadt, Garnison ist in Hesse-Darmstadt, in Worms. Es existiert noch heute. Die Kaserne, ja? Ja, so ist es, ja. Das kann man auch nicht über jedes Regiment sagen. Ne? Die Hamburger haben ihre beiden Kasernen nicht mehr. Ja, ist noch da. Ja, ist wirklich fantastisch. Schön. Aber die irgendwelche Beschläge sind total anders. Zum Beispiel die Spitze auf Pickelhaube. Dieser Basis ist praktisch ein Kreuz, so wie ein preußisches Offizier, aber das ist Mannschaft. Ja. War das bei allen hessischen Truppen gleich? Nein, es gab 3 Regimenter, die so eine Spitze hatten. Das war 115, 116 und 118. Ja. Es gab auch eine Garde-Regiment, aber mit dieser Regiment bin ich nicht vertraut. Ja. Auch ist die Spitze ein bisschen anders. Es ist nicht glatt, es ist gekehlt. Und ich kann dir sagen, es war wirklich sehr schwierig, einen Nachbau davon zu finden. Das glaube ich. Jawohl. Und die Ärmelpatten sind anders, ja. Spitzname dieses Regiments war der Kanarienvögel, wegen dieser Ärmelpatten und Schulterklappen. Und wenn man die alte Uniform aus dem 18. Jahrhundert sieht, dann kann man das sofort verstehen. Das ist Tradition sozusagen. Die alte Uniform war natürlich blau, aber dann hatten gelbe Aufschläge. Ja, genau. Und die silbernen Knöpfe, normalerweise ist das nur für Garderegimenter, preußische Garderegimenter. Aber das ist auch, kommt das auch von dem 18. Jahrhundert. Damals hatten sie auch diese weiße oder silberne Knöpfe. Ja. Also obwohl der Kopfverschluss in Messing oder Tomback ist. Ja, also sehr traditionsbehaftet. Genau, so ist es. Es wurde in 1791 zu Beginn gestiftet und dann ist stark verändert. Ich meine, 150 Jahre nach. Ja, wir können mal bei der Uniform mal oben anfangen. So haben wir es jetzt bis jetzt immer gemacht mit unseren Uniformen. Wir fangen oben an, am Kopf und dann gehen wir nach unten weiter. Also wir haben die Pickelhaube. Da haben wir ja eben schon so ein bisschen die Unterschiede gesagt zu dem Modell, was dann eben die Preußen hatten. Einmal die Spitze natürlich und vorne das Emblem ist natürlich das Hessische. Ja. Das war, denke ich mal, bei allen Hessen gleich, ne? Ja, bei Garde, eine von den Regimentern war Garde-Regiment, das war in Silber. Ja. Aber die anderen waren Tomback oder Messing. Die Kokarde ist total anders. Es hat 2 Ringe hier, die rote Ringe. 2 rote Ringe, genau. Jawohl, und das ist anders. Das war nämlich auch bei den Bremern, glaube ich, so. Die hatten auch das Hessische. Genau, auf der anderen Seite, ne, ganz normal, das Reichskokarde. Reichskokarde, ganz normal.
Auch da 1900 schon ohne Schuppenkette. am Genau, Helm. genau. Bloß Lederriemen. Und dann die gefreiten Knöpfe hier Ja. sind auch hessisch. Es gibt eine hessische Wappen, eine hessische Löwe hier. Genau. Auch in Neusilber dann wie die Knöpfe. Ne? Ja, genau, genau. Ein Koppelschluss ist wirklich sehr interessant. Es gibt bloß eine große Krone drauf. Ja. Ja. Meistens die anderen Koppelschlösser gab es an einem Motto oder Wahlspruch. Medaillon, ne? So ein rundes Medaillon, ja, und sagt es ja, zum Beispiel Furchtlos und treu für Württemberg, in Treue fest für Bayern, natürlich Gott mit uns, das ist sehr berühmt, ja, auch in Amerika. Richtig. Aber das war bloß eine Krone. Und es gab feldgraue Versionen im Ersten Weltkrieg, Ja. auch in Stahl, aber normalerweise Messing und mit Krone. Ja, die werden sie wahrscheinlich auch sehr früh im Krieg dann nicht mehr aus Messing hergestellt haben. Ne? Stimmt. Wegen Buntmetall Einsparnis. Ja, obwohl sie sehr, sehr, sehr selten sind. Wie gesagt, es gab 3 Regimenter und ich frage mich, ob es andere Regimenter gab, die diese Koppelschlösser getragen haben. Ich weiß nicht. Ja. Aber ich habe ein Original daheim, aber es ist in Messing. Ein Freund von mir, Sammler, hat eine Version in Stahl, in Feldgrau. Das ist noch seltener. Ja, Ja. okay. Wer kann sagen, warum? Ja. Naja, schick. Gut. Dann die Uniformen setzen wir hier an ab 1900. Genau. Das sieht man einmal hinten an den Schoßknöpfen. Jo. Da haben wir oben hier schon die Koppelhaken. Die wurden 1900 eingeführt, eben damit der Koppel hinten fest sitzt. Vorher waren das eben normale Knöpfe. Da war der Sitz hier nicht so ganz gut gewährleistet. Was bei dem Rock auffällt, was bei den Feldgrauen später nicht war, Jo. andersrum, was bei den Feldgrauen später war, hier sind keine Koppelhaken an der Seite. Das hatte der bunte Rock damals noch nicht. Ja, und merkt mal auf diese Spatentasche. Das ist das alte Modell. Siehst du, nur ein Riemen? Ah ja, genau. Ja. Stimmt, genau. Gibt hier Das- unten einen Ring. Genau, das ist das alte nicht das alte Spatenmodell, sondern die Tasche dazu. Jo. Genau, später hatten sie dann hier zwei. Ja, so ist es. Das Genau. Spaten ist fast ähnlich, ist fast ungeändert. Den haben sie ja weitergetragen bis Ja, zum ja, Ersten ja. Weltkrieg. Genau. Eben deswegen. Und das Bajonett ist das Modell 1871, weil dieses Regiment zu Beginn des Weltkrieges war mit das Gewehr 88 bewaffnet. Ja. Und überhaupt in 1900. Aber dann im Ersten Weltkrieg sind sie damit noch ausgezogen mit dem 88er? Vermute ich mal zu Beginn, aber das ging sehr schnell, dass alle Regimenter das Gewehr 98 bewaffnet waren Genau. oder hatten. Da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die stehenden Regimenter schon den 98er hatten, aber die Reserve dann irgendwann den 88er Eben deswegen, bekommen, ja. den alten. Was hier noch auffällt, sind die Umrandungen an der Schulterklappe. Das heißt also, dass die einjährig Freiwilligen sowas getragen haben. Das ist dann in Landesfarben, hier eben weiß-rot oder bei Preußen wäre es dann schwarz-weiß gewesen. Was waren die einjährig Freiwilligen? Also So, du konntest dann, wenn du zum Beispiel an der Uni studieren möchtest oder würdest, dann könntest du dich bei dem Militär melden und ein Jahr Militärdienst machen und dann könntest du dann wieder studieren. Und das war wirklich sehr praktisch aber es war so wie ich weiß, wahrscheinlich war es ein bisschen anders irgendwo in Deutschland, aber in Hessen musste man dann als einjährig Freiwilliger alle Uniformen kaufen. So, dein Uniform, dein Rock, das war ein Eigentumsstück, kein Kammerstück. Ja. genau, also wie Offiziere, so Selbsteinkleider. Genau, oder Fähnrich oder sowas, ja. Aber das war wirklich praktisch ein Programm. Und es gibt solche ähnliche Programme heute bei unserem Militär. Ja. Aber da wir gerade kein Wehrpflicht im Moment haben, ist es nicht so extrem. Ja. Ja. Also das war eine gute Möglichkeit damals, der Wehrpflicht zu entgehen Genau. und die kürzer zu halten. Ne? Die So aktive ist es. Wehrpflicht waren ja 2 Jahre. Ja, du konntest es sehr schnell vorbei machen und dann konntest du wieder studieren. You know? Ja. Und das war, viele Leute, die genug Geld dafür hatten, haben das gemacht. Ja. Gut, dann haben wir hier noch die Schützenschnur. Jo. Da habe ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung, was man dafür machen musste damals, um eine Schützenschnur zu kriegen. Ja, die Regeln sind mir nicht mehr klar. Ich habe das schon seit sehr lange verdient, aber ich musste das echt verdienen. Du hast es noch verdient, ja. nicht so wie andere, die sich das- Ja, das ist nicht nur zur Schaut. Unser Vereinschef hat befohlen, dass wenn du sowas tragen möchtest, dann musst du es verdienen. Und so, wir gingen hier zum Schießplatz
Ich habe das mit Gewehr 71, 84 gemacht. Ja. 10 Schuss und es gibt eine Reichweite und wie viel Schuss wie viel Treffen musst du machen und so weiter. Und ja, das habe ich verdient. Ja. Ich habe es irgendwo hingesteckt, das aufgeschrieben, aber ja. Ja, schön. Aber das war nicht nur für Scharfschützen, das war bloß Abzeichen, dass du Fachmann bist oder Expert. Ja, bei unserem Militär heute kannst du auch eine Abzeichen verdienen, das ist ganz klein, aber Ja. ja, wenn du Expert oder Scharfschütze bist. Okay. Genau, weil das Wort Scharfschütze gab es ja damals auch schon, was eben nicht unbedingt das bedeutet, was es heute bedeutet, hier mit auf lange Distanz sehr präzise schießen, sondern es war einfach nur ein Schütze, der sehr gut schießen konnte, Jo. ne, und ein sehr guter Schütze. sozusagen. Ja, und dann gab es auch natürlich Jäger, aber Jäger, das ist eine andere Sache. Genau. Dann hast du noch ein Abzeichen, Jo. wovon ich auch überhaupt keine Ahnung habe. Was ist was? Also, ab 1871 gab es eine vereinigte Deutschland, mehr oder weniger. Ja. Aber jeder Bundesstaat hatte seine eigene Armee. Und es war 2-mal oder 3-mal im Jahr, vergesse ich wie viel oder wie oft, mussten sie Manöver machen. Falls es Krieg gab, dann mussten sie zusammenarbeiten. Ja? Und dann, aber wenn alle die Truppenteilen haben ein bisschen anders, waren ein bisschen anders ausgebildet. Ja? Und so 2 oder 3 oder 4-mal im Jahr würden sie sammeln und Manöver machen. Und dann haben sie auch ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch beschreibt, aber es ist ein Wettbewerb sozusagen, ein Contest. Ja? Und das Regiment, das gewonnen hat, hatte einen Kaiserpreis, ein Kaiserabzeichen bekommen. Ja? Also das ist für dieses Regiment ist das von 1911, sagt das. 11, ja. Ja, Genau. hat. Schön. So, das ist ein Regimentsabzeichen. Ja? Zum Beispiel bei dem Militär in den USA wirst du oft diese Abzeichen sehen. Es ist blau mit Gold am Rand. Das ist Presidential Unit Citation. Das kommt von der Präsident und das ist für die ganze Truppenteil. So, wenn deine Truppeneinheit etwas Gutes gemacht hat im Gefecht, dann bekommt das ganze Regiment eine Abzeichen. Und das ist sehr ähnlich wie das. Ah ja, Jawohl. okay. Sehr spannend, ja. Es ist sehr schwer, das Ding. Ich meine, glaub ich. du kannst, ja, es ist in Messing. Das ist Messing gegossen, ja. Und für Feldgrau wäre das nicht praktisch, glaube ich. Ja. Das war dann nur für die zeremoniellen Anlässe wahrscheinlich für zu Hause. So ist es, ja. Genau. Gut, denn die gelben Ärmelpatten, das gab es ja bei der preußischen Armee auch. Generell ist die hessische Armee ja sehr, sehr ähnlich wie die preußische ausgerüstet gewesen, auch schon im 18. Jahrhundert. Ne? Die waren ja auch mit blauen Röcken unterwegs. Genau. Die waren sehr, sehr preußisch unterwegs. Gut, die Hose ist genau wie bei den Preußen, eine schwarze Hose. Genau wie der Preußen, ja. Genau, mit roter Paspellierung. So ist eben, um die Hose eben als Militär-Eigentumsstück sozusagen zu kennzeichnen. Genau. Ne? Marschstiefel 1866. Jo. Da ist auch nichts Spezielles dran. Damals natürlich noch in Schwarz, bevor sie es wieder in Loga gemacht haben. Ja, aber in Braun ausgegeben. Das Und dann war, selbst das war geschwärzt, Soldatenpflicht. Das ist zu schwer wahrscheinlich mit Schuhcreme alles, oder ne? was. Auch die Patrontaschen und sowas. Ja, alles, ne? ja, ist alles in Schwarz. Genau. Ne? Und Stichwort Patrontaschen, hier haben wir das Modell 1895. Ja, Ne? ja. Das, wovon wir immer schon geredet haben. Jetzt haben wir es mal hier in Original. Jo. Ist auch sehr selten. Ja, so ist es. Aber diese Taschen wurden speziell für das Gewehr entwickelt. Ja. Das ist ein späteres Modell, aber von der Form her ist es gleich. Das war für das Gewehr 88. Später haben sie diese Sachen ein bisschen überarbeitet für das Gewehr 98. Ja. Aber für das Gewehr 88, das war die Patronentasche. Das ist ja noch, das gab ja noch ein anderes Modell, ne? Das ist wie das Patronentaschenmodell 1888. Es gab sowas. Unmengen von Modellen und dann haben sie die alten Modelle überarbeitet und modernisiert. Aber die sahen ja alle relativ ähnlich aus. Ne? Alle diese Boxform, Genau. bloß vorne die Nieten waren ein bisschen anders und innen die Aufteilung. Und leicht gewickelt hier oder es ist eine Kurve hier. ja. Es ist wirklich, man merkt das nicht.
Auch wenn sie voll sind, merkt man das nicht. Das ist wirklich sehr praktisch. Weißt du, wie viel Schuss die gefasst haben? Leider nicht. 2 Schachteln. Man hat normalerweise diese Schachteln, die kleinen Schachteln, Paketen. Ja. Und es gab die Laderahmen drin. Und System war, Paket zu öffnen und dann Gewehr zu laden. Das ist wirklich sehr unpraktisch im Gefecht. Ja? Das ist Friedenszeit. Ja, okay. Also Und damals hatte man noch die Schachteln, die man in die Patronentaschen reinsteckte und daraus musste man dann die Ladestreifen ziehen. Genau, ja. Hier sind die nicht Ladestreifen, Laderahmen. Laderahmen. Ja, wie ein Mannlicher. Ja. Und das kann ein bisschen nervig sein, wenn es nicht dicht genug im Gewehr ist, kann es wieder auch sein. Ich habe das Aber auch schon mal flüssig. gehört, dass die auch schnell verbiegen. Ne? Wenn die ein bisschen auf oder zu verbiegen, dann kriegst du die auch nicht Das ist richtig voll rein. wahr. Das ist voll wahr. Das hab ich beim Schießplatz auch erlebt. Ja. Ja. Und ist nervig. Naja, das andere Sache ist hier. Und das ist auch nicht optimal, weil im Schützengraben kann man hier viel Dreck und Schlamm und so weiter Ja, da haben wir, bekommen. Ja. genau, da haben wir in einem vergangenen Video zum Gewehr 98 schon mal drüber geredet, über die verschiedenen Mängel des Gewehr 88, eben auch, dass es unten offen war und überall Dreck reinkam. Ja, und das ist aber original. Ja? Ist für eine Spitzkugel nicht verändert. Ja. So, es gibt keine Veränderung hier. Normalerweise würde man das fürs Spitzkugel hier haben. Das Modell 88-14, glaube ich. Ja. Okay. Und es gibt nichts hier für Ladestreifen. Die haben diese Sachen, diese Gewehre für Weltkrieg überarbeitet oder modernisiert sozusagen, um diese neue Munition Und für die neuen Ladestreifen. Genau, ja, mit Ladestreifen. Es gab hier 2 extra Stück Stahl für die Ladestreifen, die werden hier gelötet, glaube ich. Und dann haben sie ein bisschen Stahl hier entfernt. Ja. Aber das ist original hier. Das ist verwendet Laderahmen. Ja, ist noch ein Original-Vorkriegsmodell. Ja. Jawohl. Schön. Und sie haben gemerkt, als sie das gemacht haben, ich meine für die Spitzkugeln, das Visier war nicht richtig. Ja? Ja. Es gab eine andere Bewegung sozusagen. Und dann mussten sie das auch ändern. Okay. Aber das, wie gesagt, ist original. Die Munition war ein bisschen anders. Die Kugeln waren rund Ja. und sie waren vernickelt. Auf Englisch heißt das Cooper Nickel. Ja. Und ziemlich lang und rund. Und ja, man kann damit etwas treffen, aber die Spitzkugeln waren natürlich besser. Ja. Ja. Schön. Dann gehen wir mal. Gut, Seitengewehr haben wir ja schon besprochen. Jo. Und Spaten ist gleich. Genau, der Spaten ist noch der gleiche. Auch die Troddel hier. Erste Kompanie. Erste Kompanie. Ganz normal, wie sie im Weltkrieg auch getragen wurde. Jo. Der Brotbeutel ist hier auch die frühe Version, die eigentlich 1914 auch noch getragen wurde. Ne? In der rot-braunen Färbung mit der frühen Trinkflasche, auch noch aus Aluminium, mit dem Schraubverschluss, wie er gängig war, wie er auch sehr schnell nach Beginn des Krieges wieder geändert wurde ja. und aus Stahlblech ausgegeben wurde. Und hier sieht man auch ganz gut, dass das eben, dass die Tradition dieses Rocks im feldgrauen Rock weitergeführt wurde, weil hier sieht man auch die Schoßklappen mit den verzierten Knöpfen und die Knöpfe hier drauf, genau. Das ist ja eben bei dem feldgrauen Rock genauso gewesen, bloß eben ohne die ganzen farblichen Änderungen. Ja, stimmt. Ja. Es gab auch eine Krätzchen in Blau, Ja, ja. genau was du trägst. Und Und da gab es ja auch noch die Schirmmützen, ne, für einfache Soldaten. Genau. Aber die sind nach dem preußischen Art. Ja, nur mit der Kokarde. Nur mit der Kokarde, genau. Ich hoffe, euch hat das Video zu dem hessischen bunten Rock gefallen. Wenn wir noch mehr von solchen exotischen Uniformen oder Bundesstaaten mal machen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal.